Kennst du das Problem, wenn du mit deinem Mundstück oder mit deinen Buzzing-Geräten einen Ton starten möchtest, dass dieser erst nach einer gewissen Luftstromphase kommt, beziehungsweise dass du unglaublich viel Kraft, Luftdruck brauchst, bis deine Töne einschwingen? Dann habe ich hier einen Tipp für dich, mit dem du das Ganze direkt und wesentlich locker und weicher schaffen kannst. Schnapp dir eins deiner Buzzing-Geräte, den Buzzer, den Pumpet, den Whisper. Hier gibt es unzählige Buzzing-Geräte. Oder eben dein Mundstück und du kannst in eine hohle Faust spielen. Das geht natürlich auch ohne Probleme. Und dann machen wir Folgendes. Wenn wir unser Mundstück an die Lippen setzen, machen wir das ja normalerweise so. Mundstück an die Lippen, wir machen unseren Ansatz und dann pusten wir eben los. Wir machen mal folgenden kleinen Zwischenschritt. Wir machen unseren Ansatz, setzen unser Mundstück an die Lippen an und positionieren sozusagen unser Mundstück mit so einer kleinen Zungenbewegung. Die Lippen gehen da etwas auf, also wir haben vorher die Lippen geschlossen, setzen unser Mundstück an, gehen mit der Zunge dazwischen, die Lippen gehen etwas auf. Und dann pustest du eben deinen Ton in dein Buzzing-Gerät. Und du wirst sehen, es sprechen sofort die Lippen an. Überhaupt kein Problem. Das kommt sofort. Da hat man vorher mit viel Druck und mit viel Kraft gearbeitet und auf einmal durch dieses kleine Justieren mit der Zungenspitze schwingt der Ton sofort ein. Ansetzen, Zunge, pusten. Oder du nimmst eben den Whisper dazu. Oben die Schraube zumachen, Mundstück positionieren, Zunge. Man denkt ja immer, man muss die Lippen geschlossen halten und jetzt kommt eben die Luft und dann schwingt das Lippenmaterial. Mit der Zunge mache ich genau das Gegenteil. Erstens mal feuchte ich den Bereich etwas an, der schwingt dann sowieso leichter und ich öffne die Lippen etwas. Und wenn ich jetzt puste, fangen die viel leichter an zu vibrieren und die Frequenz überträgt sich eben übers Mundstück in deine Trompete etc. pp. Und jetzt ist natürlich das Buzzing die eine Sache, das Mundstückspiel. Und jetzt kommt natürlich der Übertrag auf die Trompete. Denn hier sollte es im Endeffekt ja dementsprechend auch so leicht funktionieren. Also Mundstück, dann kommt wieder diese Zungen justieren. Das ist nicht viel. Das ist nur so. Und alles läuft weich, locker und frei. Und so soll es beim Trompetespielen ja sein, dass wir nicht immer mit maximaler Kraft und gegen Blockaden anpusten müssen, sondern es soll ja die Luft aus unserer Lunge leicht und eben weich gegen die Lippen ins Mundstück, in die Trompete etc. übertragen werden, damit eben der Klang, der aus unserem Instrument kommt, auch nicht forciert und hart ist, sondern weich und warm klingt. Und das können wir eben mit so einem kleinen Trick schaffen. Probier es ruhig mal aus und schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und ob du leichter in den Ton kommst oder ob es für dich schwerer ist. Ich habe gemerkt, es ist unglaublich leicht und man bläst wesentlich freier, vor allem bei den ersten Tönen des Tages. Alles ist noch etwas roh, müde oder eingestaubt vom Tag vorher. Jetzt mache ich das. Und auch beim Lippensummen. Ganz leicht starten diese und ich habe sofort eine Frequenz. Und so soll es ja sein, dass wir locker und ohne Blockaden unsere Töne auf der Trompete spielen können. Probier's aus, schreib's in die Kommentare. Ansonsten am Ende Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.